Willkommen zurück zur neuen Folge Kerbal Space Program 2. Wir haben ja in der letzten Folge unser Fahrzeug erfolgreich vom Mond wieder zurückgebracht und dann das Tutorial gestartet. Würde ich sagen, machen wir jetzt mal weiter und beenden den Rest vom Tutorial. Und je nachdem, wie viel Zeit dann danach ist, würde ich sagen, starten wir noch eine Rakete in Richtung Minmus, dem zweiten Mond von Kerbal. Orbits are weird. Remember your orbiting baseball? What if you wanted to make its orbit higher? Well, it's a baseball, so grab your bat and try to hit the ball to a higher orbit. Your first thought might be to try to deflect the ball upwards. Unfortunately, hitting the ball upward bends its orbit so that it hits the ground before it can return to you. What you need to do is hit the ball in the direction it's already moving, adding to its already high velocity. Now that you've sped the ball up, why isn't it flying any higher? It just keeps whizzing by at the same height it always did. After all, I said that making it go faster would make it go higher. What gives? The ball is actually going higher, but it's going higher on the opposite side of the planet from where you're standing. You've raised its orbit, and you've learned the first lesson of orbital maneuvering. Your actions affect the opposite side of your orbit. Weird, huh? So your ball is moving faster, but it's still passing you at the same height. How do you get its orbit higher on this side of the planet? Now that you know how changes in velocity affect the other side of your orbit, you've got all you need. By adding velocity to the ball at the highest point in its orbit, you raise the lowest point in its orbit and make it circular again. An equatorial orbit is good, but if you want to travel beyond Kerbal, you will need to manipulate your orbit. Let's start with something simple, expanding an orbit. We do that by increasing the value of our apoapsis. Let's get a good view. Remember how you circularized your orbit by increasing your forward velocity? To raise your orbit, you'll just do more of the same. It's time to burn prograde. Now that we're pointed the right way, we can increase the throttle and watch our orbit expand. Ich glaube, das Muster hier außenrum ist von der Simulation. Bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher. Ich kann es auf der Aufnahme jetzt so nicht erkennen. Muss ich mal nachher nochmal gucken. Cut the throttle. If you overdo it, you'll leave Kerbal's orbit entirely. Nice. That maneuver raised our orbit on the other side of Kerbal, so we will enter high orbit there. Waiting to reach a specific point can be as eventful as watching the neon stripes on your rover dry. The paint job will be worth it, but isn't it better to rush to the end? Skip ahead to the good stuff using a time warp. Like I said earlier, the highest point of our orbit is called the apoapsis. The lowest point of our orbit is known as the periapsis. By default, your camera is focused on your vessel, so if you can't see either of these points, adjust your camera. Scroll the middle mouse wheel to zoom in and out. Double-click an object to center your camera on it. Click the middle mouse button to enter FreeCam. Press Home to reset the camera to your active vessel. Excellent! You can time warp to any position on your trajectory by selecting a point on your vehicle's current path, and then selecting Time Warp to Point. Now you're way up in the sky, so high that if you circularize your orbit now, you'll be in high orbit. Wow, the black starry void looks so small from here.
Ich schätze mal, alles, was wir jetzt im Tutorial lernen, haben wir beim Flug zum Mond schon angewendet. From command pods to space probe cores, a lot of critical rocket parts use electric charge. You'll want to design your rocket so it can generate and store EC. Most rocket engines generate electric charge while active, but we'll still need a way to keep our batteries full while coasting between maneuvers. Solar panels convert Kerbal's light into EC for our rockets. Small solar panels can just be placed, but large solar panels are delicate and must only be deployed once we're out of the atmosphere. I've equipped this rocket with 2 deployable solar panels. Here's a hand crank. Get to work. Just kidding. There's a handy button that opens all of them with a single click. Give it a try. Great! The solar panels are now extended. Light-tracking solar panels only rotate on one axis, so we may need to reorient our ship to point them fully at the sun. Let's make sure the panels are getting direct sunlight by rolling our ship a little bit. Excellent! The solar panels are soaking up all of those sweet photons and giving our rocket some much-needed EC. You can see the status of any solar panel within the part manager in the electrical parts menu. You can either access the app directly by clicking the app button, or you can right-click a part to directly access it in the part manager. Okay, das ist der Teilemanager. Getting EC is one thing, and storing it is another. Most command pods have a small battery, but many missions will call for additional EC storage. When we're traveling far from the sun or going to the dark side of a planet, more batteries means more peace of mind. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie oft mir der Strom schon ausgegangen ist in Kerbal Space Program 1. Weil ich eine zu kleine Batterie mitgenommen habe. At some point, the crew will run out of snacks. Did you know a Kerbal is 99.9% more likely to crash when hungry? That's when it's time to head back down to Kerbin, a planet known for its plentiful snack options. First, let's get a better view for this operation. Remember how we burned prograde to raise our orbit? To lower our orbit, we burn in the opposite direction, retrograde. SAS can really help us out here, so let's turn that on. Now flip retrograde, the opposite direction to our rocket's movement. When we get into position, all right, the rocket is aligned to retrograde. Increase the throttle and burn until our trajectory is just past the atmosphere. As we decelerate, watch what's happening to our periapsis. Once it enters the atmosphere, this rocket is on a path back to the ground. Don't ease off the throttle yet, though. We're going to keep burning until our trajectory intercepts the ground. This should give us a good idea where our capsule will land. Now that we're on a collision course with Kerbin, we need to turn that collision into something more survivable. This process of crashing without dying is called landing. Our upcoming stage will activate a decoupler, dropping the engine and exposing a very important heat shield. Why don't you do that now? Da gehe ich aber in diese Ansicht. Great! We're on our way down and our heat shield is exposed. Have you ever wondered what a marshmallow feels like when it catches on fire? You're about to find out! Dann starten wir mal das letzte. Orbital transfers. As you know, the faster you go, the higher your orbit gets.
If you get moving fast enough, your orbit may cross the orbit of some other object, like a moon or a planet. The closest celestial body to Kerbin is the Mun. If you're looking for somewhere else to fly a rocket, the Mun is a good choice. The real trick to getting there is timing your departure so that the Mun captures your vehicle at its highest point. If you mistime your departure, you may miss the Mun entirely, which creates a lot of paperwork. Let's assume you've left at the right time and the Mun is there to meet you. As your vessel approaches the Mun, it enters a zone in which the Mun's gravitational influence on your orbit is stronger than Kerbin's. This zone is called the Mun's sphere of influence. You've had to go very quickly to escape Kerbin's gravity, much too fast for the Mun's low gravity to capture you. If you don't slow down, your vehicle will speed past the Mun and be flung farther into space. Remember what I said about paperwork? Once you're in the Mun's gravity well, the best way to slow down is to fire your engines backwards until your trajectory becomes a nice, stable orbit. Now you're a moon of the Mun! Ha! Our rocket is in orbit over Kerbin and ready to fly. The mission today is to, drumroll please, intercept and orbit the Mun. To be captured by the Mun's gravity, our vessel must cross into the Mun's sphere of influence, or SOI, the zone in which its gravity is stronger than any other celestial body around it. We're going to create a maneuver plan to figure out when and how long we need to fire our engines to intercept the Mun. Great! Now here's a new trick. We can select any object as a target in map view. Targeting gives us useful information and enables new tools. Once we've targeted a celestial body or other object in space, our maneuver will provide closest pass and plane angle information. This can be very helpful for meeting up with someone or something in space. Right now, our camera is following our vessel as it orbits Kerbin. Let's adjust our camera until we can see the Mun. Then, right-click to target it. We want to place this maneuver plan with two things in mind. First, the Mun is in motion. We can't aim our spacecraft where the Mun is right now. Instead, we have to aim where the Mun will be after our vehicle has coasted all the way from Kerbin. Second, remember how increasing velocity raises the opposite side of our orbit? Since we're placing this maneuver plan where we intend to start our burn, we should place it on the opposite side of Kerbin from where we intend to intercept the Mun. Placing a maneuver plan usually involves making a best guess and then fiddling with the maneuver until you get an intercept. Fortunately, you've got a crack navigator with you today. By my calculations, we'll want to put our maneuver here. Dann machen wir das doch mal. Excellent! We've just created a maneuver plan. While we could find out if our departure timing is correct by just picking a direction and maxing the throttle, a maneuver plan tells us in advance how much delta V we'll need, how long we'll need to burn, and in what direction our vessel will need to point during the maneuver. Grab and pull the arrows to plan a burn along that direction. This maneuver is pretty simple. We want to burn prograde and expand our orbit. Nice! That maneuver event towards the end of your trajectory is exactly what we're looking for. It tells that if we execute this plan, we'll intercept the Mun. If a maneuver looks right, but we're not getting the intercept we expect, we can change the starting position of the maneuver by grabbing and dragging the middle of the maneuver plan along our orbit. It's very common to refine a maneuver plan by adjusting both the position of the maneuver and the direction of the planned burn. If we don't want to maneuver at all, we can delete the plan, either by right-clicking the gizmo and selecting delete, or through the burn timer.
Maneuvers are invaluable when leaving Kerbin. Feel free to come back and practice anytime. We've got a maneuver plan that intercepts the mun. Now we just need to execute that maneuver and fly to the mun ourselves. Whenever we have a maneuver plan, a burn timer will appear. The timer shows you how much time is left until we need to execute the maneuver. I've paused the simulation for a moment, so this number won't count down quite yet. The timer also tells us how long we'll need to burn our engines at 100% throttle in order to complete the maneuver. Now let's take a look at the nav ball. A new marker has joined our old prograde and retrograde markers. This is called a maneuver marker, and it shows us the orientation of our planned maneuver. We'll want to make sure that this marker is in the center of our nav ball during our maneuver burn. Luckily, we can aim at this maneuver marker by selecting the maneuver button on your SAS controls. Now your vehicle is properly oriented, and through the magic of SAS and more math than I'd like to admit, our vessel is properly oriented. We're still far from our planned burn, so let's speed things up. While we could rely on our reflexes to time warp at the perfect moment, a less stressful alternative is warping to a specific point in our orbit. See this button? Select it to warp automatically to the moment before our maneuver begins. Departure burn, here we come. Great! We've exited just before our maneuver burn, and I've paused the simulation once more. After we select Continue, remember to wait until the countdown reaches 0. Then we'll go full throttle until our burn timer reaches 0. Then cut the throttle quickly to avoid overshooting our target. Okay, get ready to hit the throttle. Ich bin mal gespannt, ob da noch ein Tutorial kommt, wie man auf einem Planeten oder so landet oder auf einem Mond. Wir haben es ja schon gemacht, aber wäre ganz nett. Weiß ja auch nicht jeder, wie sowas funktioniert. Watch the burn timer. We want to stop our burn once it reaches 0. Mir fällt gerade auf, wir haben gar keinen Fallschirm. Everything. Great work! You've successfully executed a maneuver, and now we're on our way to the mun. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu früh abgeschaltet. It's going to take a while to reach the mun, but don't let the wait fool you. We're now moving faster than any Kerbal has ever flown before. When we enter the mun's sphere of influence, we'll be going way too fast for the mun's gravity to capture our vehicle. To orbit the mun, we'll need to burn retrograde once we're inside its SOI, or sphere of influence. This will slow us down enough to keep us from being whipped into interplanetary space. Let's start by time warping until we're within the mun's sphere of influence. That's the sphere within which the mun is the primary gravitational influence on your vehicle.
Let's get a little bolder with our time warp this time. Farewell, Kerbin. We'll miss you. Mal gucken, ob die uns alleine anhält oder ob ich das machen muss. Welcome to Ja, the passt Mun's sphere of automatisch. influence. Let's slow down to normal time so we can create our capture maneuver. Did you notice that we've got a periapsis above the Mun, but no apoapsis? That's because we're going too fast to complete an orbit before sailing past the Mun. Don't worry, we have time to adjust. Our objective is to slow down enough so that both apoapsis and periapsis are within the Mun's sphere of influence. Remember the rule of orbital opposites. Because we want to lower your apoapsis, we'll need to place our maneuver plan at the periapsis. Let's get started. In order to reduce our apoapsis, we need to slow down by burning backwards, or retrograde. This is a little like deorbiting over Kerbin, but we're going to stop burning before our trajectory meets Mun dust. Maneuver plan set. Next up, let's make sure we're pointed where we need to be. If the maneuver is right and we're pointed in the right direction, now we need to time warp to the right position. And we're on our way. Almost there. When the countdown reaches 0, throttle up to start your capture burn. Ja, wirklich was Neues gelernt habe ich jetzt nicht in dem ganzen Tutorial. Aber ich habe auch den ersten Teil sehr ausgiebig gespielt. Ich schätze mal, so viel kann man da nicht ändern. Im Prinzip ist ja immer das Gleiche. Keep burning until the burn timer reaches 0. Shut the engines now. We have an orb. Fantastic. That was some fancy flying. Looks to me like you're about ready to try this for real. Ja, das war's mit den Tutorials. Mehr gibt's jetzt hier nicht. Würde ich sagen, machen wir jetzt unsere zweite Rakete. Und zwar gehen wir dann dieses Mal zum Minmus. Da ist er. Hin und zurück natürlich. Also ist jetzt dieses Mal ein bisschen weniger als für den Moon. Da Minmus natürlich auch ein bisschen kleiner ist. Ich nehme wieder eine große Kapsel. Kerbals kann ich hier hinzufügen, habe ich mittlerweile rausgefunden. Da nehmen wir auf jeden Fall den Chap mit. Und ich würde sagen, die Valentina. Haben wir eine volle Crew. Dann kommt jetzt als erstes der Fallschirm. Ich guck mal gerade durch, was es sonst noch für Teile gibt. Ja, Nutzlast brauchen wir ja nicht wirklich.
Zumindest aktuell noch nicht. Ich denke, nachdem ich jetzt auf Minmus dann war, werde ich eventuell noch eine Station bauen, um Kerbal rum. Und dann wird es das aber, denke ich, erstmal gewesen sein. Ich will jetzt nicht schon alle Planeten entdecken und so weiter. Ja, soweit gibt es nichts, was ich da hinzufügen könnte, was irgendwie einen Nutzen hat. Solarpaneele baue ich, denke ich, dieses Mal hier hin. 2 Stück. Dann kommt da ein Hitzeschild hin. Das ist der falsche. Ein Entkoppler. Ich habe keine Ahnung, was da der Unterschied ist zwischen denen. Ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist das ein einzelnes Teil nachher. Also das entkoppelt sich von oben und unten, während das Ding hier an der unteren Stufe hängen bleibt. Ich nehme jetzt mal das andere. Bisschen Abwechslung. Dann nehmen wir einen Methan-Treibstofftank. Ich glaube, das ist das gleiche wie hier drin ist. Allerdings ist halt hier nur Methan drin. Ich schätze mal, das kommt auch auf das Triebwerk drauf an, was das benutzt. Wobei das jetzt hier gar nicht dran steht. Ah, doch, hier Wasserstoff. Ich nehme jetzt mal nochmal dieses hier. Ah, ich brauche zuerst einen Tank. Ohne Sprit komme ich nicht weit. Ich baue das ganze Ding jetzt mal einfach so nach Gefühl. Ohne hier in dem Ding zu gucken. Halt, da braucht man noch ein Zwischenteil. Zum Steuern. Jetzt weiß ich nicht, wo es die Dinger gibt. Das sind sie auch nicht drinne. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Teile heißen, aber die unterstützen die Rakete beim Drehen und so weiter. Ja, das sind sie. Stabilisatoren waren es, genau. Eine Leiter.
Brauche ich auf Minmus eigentlich nicht. Da ist ja so wenig Gravitation. Da ist das eher unnötig. Das Triebwerk hier. Nehme ich jetzt mal das hier, so als Zwischenstufe. Und da mache ich jetzt, würde ich sagen, ich glaube, da mache ich jetzt eine große, noch eine größere Stufe dran. Eine LS-Stufe. Ja, mit Alt kann man das kopieren. Alt und Linksklick, dann kopiert er das, was ich hier auswähle. Dann mache ich so ein Triebwerk dahin. Ich habe immer noch keine Ahnung, was das Ding hier macht. Ist ja auch egal. Und da mache ich jetzt 2 Seitentanks dran. Jetzt weiß ich schon wieder nicht. An die Richtung, genau. Dann muss ich die hier an der Seite machen. Ist vielleicht ein bisschen Overkill. Aber das sehen wir dann. Da kommen jetzt die Triebwerke hin. Ein bisschen größer noch. Das ist zu groß. Ja, ich denke, das passt so. Spitzen drauf. Verbindungsstreben. Ich schätze mal, von da oben sollte ich vielleicht auch noch Verbindungsstreben machen. Ja, ich würde sagen, das passt so. Mache ich vielleicht... Ne, mache ich nicht. Ich mache die jetzt mal ohne Flügel.
Okay, wie viel Delta V habe ich denn jetzt? Ich bin auf jeden Fall zu schwer, so wie es aussieht. Ich müsste vielleicht das Staging noch anpassen. Sonst kann das natürlich nicht stimmen. Jo, jetzt passt es. Jetzt haben wir 1,48. Das Triebwerk mit dem Abwurf. Okay, das würde soweit passen. Ja, Delta V haben wir jetzt scheinbar nicht genug. Aber ich würde sagen, das probieren wir trotzdem. Ich hätte jetzt eigentlich behauptet, das reicht. Ah, ich muss noch den Treibstoffverbinder. Den muss ich noch anbringen. Und zwar von hier nach da. Weil die äußeren Treibstofftanks sollen die mittlere Rakete unterstützen. Mal gucken, wie es jetzt aussieht. Ja, schon deutlich besser. Ich würde behaupten, das reicht so. Ich bringe mal noch eine Antenne an. Ich nehme mal so eine hier. Drehe ich noch. Jetzt hätte ich fast die Landebeine vergessen. Gerade noch mal gucken von der Höhe her, ob das passt. Ja, das ist ausreichend. Okay, dann würde ich sagen, speichern wir das. Die nennen wir K2. Wieso gleicher Name? Ich habe doch gar keinen. K1, K2. Das müsste doch eigentlich passen. Ne, jetzt habe ich K1 überschrieben. Komisch. Aber K2 ist eh besser, von dem her passt es schon. Ja, starten wir das Ding mal. Serie, Willkommen, Fertig, hier, auch nicht, aber, Fertig, auch, noch.
ein sehr massives Gerät. Habe ich die Booster doch falsch angebracht, an der falschen Seite. Die erste Stufe ist gleich fertig. Verdammt. Das habe ich befürchtet. Müssen wir leider nochmal zurück. Die erste Stufe hat jetzt mein Triebwerk gekillt. Zurück zum Fahrzeughangar. Ja, die hat leider mein Triebwerk gerammt und zerstört. Ich muss die mal an der Seite anbringen. Beziehungsweise die Seite wechseln. Was ist denn das jetzt schon wieder? Weiter nach unten. Ja, wobei von der Höhe passt es eigentlich. Die hier muss ich nochmal verbinden. Die Kamerasteuerung finde ich noch ein bisschen doof. Da fand ich die aus dem ersten Teil besser. Na, das ist jetzt nicht genau seitlich. Das wollte ich jetzt nicht. Das ist schon noch ein bisschen Krampf, das Ganze hier. Weiß jetzt auch nicht, wieso der wieder nach oben geploppt ist. So. Das Staging sollte noch passen. Die 3 hier, dann abwaffen. Das obere Triebwerk. Und dann das ganz oben. Okay, nochmal speichern. Und starten. Serie, recht, auch, Fertig, hier, auch nicht, aber, fehlen, und
Sehr schön. Leider nicht angezeigt, wie viel Treibstoff da drin ist. Wir sind auf jeden Fall schon relativ hoch. Das ist schon mal gut. Neige mich mal noch ein bisschen mehr zur Seite. Ja, kann ich viel weiter zur Seite. Sind gerade aktuell schon viel zu hoch, bei über 100 Kilometer. Okay, die erste Stufe ist gleich leer. Da ist jetzt irgendwie was schief gelaufen. So war das nicht geplant. Ich schätze mal, da habe ich die Treibstoffleitung falsch platziert. Und anstatt von den Seitentanks in die Mitte, den Treibstoff von der Mitte in die Seitentanks geleitet. Das war nicht der Plan. Die Seitenleitungen sind sogar ganz weg. Sehe die nicht. Ich lege jetzt mal neue. Den Außentanks. In den mittleren. Kann ich nicht mehr rauszoomen. Also die Kamerasteuerung ist echt noch ein bisschen verbuggt. Die Flussrichtung passt auf jeden Fall. Dann versuchen wir es ein drittes Mal. Beim dritten Mal klappt es sicher. Diesmal mit Blick von oben. Ich denke, der Winkel ist so in Ordnung, der Seitenwinkel. Ist wobei, glaube ich, ca. 30 Grad.
Ich kann es ein bisschen schwer erkennen. So klein geschrieben. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich denke, diesmal schafft man es in den Orbit. Ich habe mich gerade schon gewundert, warum die Tanks an der Seite so lang brennen. Aber ist natürlich kein Wunder, wenn da keine Treibstoffleitungen dran sind. Meter. Erste Stufe gleich abtrennen. Sehr schön. Ja, das habe ich befürchtet. Das habe ich befürchtet. Verdammt. Ohne Flügel geht es dann wohl doch nicht. Da ist der Gegenwind zu stark. Nach dem Abtrennen der Stufen. Beziehungsweise ohne Flügel würde es theoretisch schon gehen. Da müsste ich halt erst nach oben fliegen. Und dann zur Seite. Ist aber nicht ganz so effizient. Das ist ja nice, dass ich die anpassen kann. So große Flügel wie das gerade waren, brauche ich nämlich gar nicht. Ja, ich denke, das passt so. Nochmal speichern. Und dann starten wir es hoffentlich jetzt das letzte Mal. Serie, Bewegung, Oko, Fertig, hier, auch nicht, aber, Fertig, auch, noch. Ich wähle mal diesmal ein bisschen flacheren Winkel. Nicht ganz so extrem. Die Flügel ziehen richtig schöne Kondensstreifen. Gefällt mir sehr. Ich warte jetzt mal, bis ich bei, keine Ahnung, 20.000 bin oder so. Bevor ich mich weiter zur Seite lehne. Das war's dann gleich für die erste Stufe wieder. Verdammt. Jetzt haben
die 2 meiner Flügel weggerissen. Aber ich bin Gott sei Dank schon relativ hoch oben. Ah, nein, 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 nein. Keine Kontrolle mehr. Shit. Ne. Starten wir nochmal. In dem Fall muss ich halt gerade hochgehen. Das geht leider nicht anders. Aber ich finde auch, dass das, was am meisten Spaß macht, der Rakete so lange rumzudoktern, bis es funktioniert. Jetzt habe ich vergessen, die Farbe zu ändern. Ich wollte ja eigentlich Silber machen. Oder Metallic. Naja, nächstes Mal dann. Ich hoffe, dieses Mal gibt es keine Probleme mit den Flügeln, wenn ich jetzt schon extra gerade fliege. Wobei die eigentlich ja überflüssig sind. Wenn ich gerade fliege, kann ich auch nicht zur Seite kippen. Das sind die ein bisschen unnötig. Schon wieder, ich kann die Rakete kaum kontrollieren. Ich denke bis zu 40.000, dann dürfte es einigermaßen gehen. Nehmen mal den Schub ein bisschen zurück, dass wir nicht so hoch übers Ziel hinausschießen. Ja, jetzt geht's langsam. Schön auf den Horizont ausrichten. Kann man auch wieder vollen Schub geben. Also zwischen 20.000 und 40.000 ist die ein bisschen schwer zu kontrollieren. Aber ab 40.000 geht es dann wieder recht einfach. Und jetzt in der Höhe fast im Vakuum spielend einfach. Mit der Stage hier möchte ich jetzt auf jeden Fall noch einen Orbit erreichen. Sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Ich lasse den Apoapsis jetzt mal auf 100 Kilometer laufen. Sehr schön. Manöver.
machen wir den schön rund. Das passt so. Manöver ausrichten. Benutze mal das RCS. Ich weiß, eigentlich heißt es RFS hier. Aber in KSP1 hieß das immer RCS. Im Englischen halt Reaction Control Thruster. Okay, ich denke, das passt so. Dann spulen wir mal vor. Da kommt auch schön die Sonne raus. Können wir die Solarpaneele ausfahren. Oder auch nicht. So geht das jetzt nicht. Ich muss die wohl manuell ausfahren. Mit dem hier geht's nicht. Schade. Und voller Schub. Haben wir noch 790 im Tank. Delta V. Ja, dann würde ich sagen, war es das jetzt erstmal. Jetzt sind wir endlich im Orbit. In der nächsten Folge gucken wir dann, dass wir zum Minmus kommen. Das ist der hier. Gerade mal gucken, wie der aussieht. Oh, der ist sehr schön. Im Vergleich zum ersten Teil ist der auf jeden Fall weniger grün. Und sehr viel schöner. Freue ich mich schon drauf, da zu landen. Ja, das war's jetzt erstmal. Lasst mir gerne ein Like oder Abo da. Unterstützt mich gerne auch über Patreon. Und dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Bis dahin, macht's gut.